48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Party Rise Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Boots Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 3. Episode des YPC Boat 2025. In Gruppe A gab's zum Turnierauftakt neben weiteren Großkalibern einen 83 cm Zander, einen 1,10 Meter großen Hecht und als dicke Kirsche auf der Torte einen neuen YPC Barsch Rekord! Allemal eine große Herausforderung für alle nachfolgenden Teams. Das Line-Up der Gruppe B verspricht aber gleichermaßen beste Unterhaltung. Den Gruppenkopf bildet der amtierende Champion Strofft. Bei der letztjährigen Auflage noch als Underdogs gestartet, erzielten Sascha Todenhausen und Sebastian Bienapfel das beste Vorrundenergebnis der YPC-Boat-Geschichte und konnten anschließend auch das Finale überzeugend gewinnen. Klar, dass der deutsche Premium-Schnurhersteller erneut auf sein unterhaltsames Dream Team setzt, wobei sich natürlich erst einmal zeigen muss, wie die beiden Freunde mit der ungewohnten Favoritenrolle umgehen. Wenn von Favoriten die Rede ist, fallen in dieser Gruppe zwangsläufig 2 weitere Namen. Toon van Ham holte 2024 nicht nur seinen zweiten YPC-Bank-Titel, sondern gewann auch die Skills and Stripes in den Niederlanden. Sein Partner dabei? Eben genau der, auf dessen Boot er auch für dieses Turnier angeheuert hat. Luc Coppens gehört mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung zu den gefürchtesten Turnieranglern Europas, hat trotz randvoller Pokalvitrine anscheinend aber noch lange nicht genug. Nüchtern betrachtet ist Westin mit diesen beiden Belgiern wohl der heißeste Titelanwärter. Bei den Buchmachern gleichfalls hoch im Kurs steht ein niederländisches Duo. Die dänische Traditionsbrand Savage Gear startet erneut mit Hechtfanatiker Sean Witt und Produktentwickler Hugo Hechermann, der sich auf alle 3 Zielfische gleichermaßen versteht. Nach Platz 10 im letzten Jahr sind wir gespannt, ob bei der zweiten Teilnahme mehr drin ist. Was außer Zweifel steht, bei diesen beiden fliegen die richtig großen Schlappen. Abgesehen von den Big Bait-Fans dürften auch alle Brandenburger und Freizeitkapitäne schon wissen, wem sie in dieser Gruppe die Daumen drücken. Für das B1 Boot Center und YPC Best Champion Frank Schaper heißt es dabei Back to the Roots. Denn der Inhaber des Werder Wasserfahrzeughandels sitzt diesmal, wie schon in 2022, mit seinem Verkaufsleiter Tobias Hilgendorf in einem Boot. Damals hieß es am Ende Platz 5. Bestens vernetzt und wie immer akribisch vorbereitet sind diese beiden auch beim zweiten gemeinsamen Anlauf keinesfalls zu unterschätzen. Zec schickt 2 bekannte YPC-Gesichter an den Start, allerdings in neuer Formation. Chefentwickler Chris Enders teilt das Boot in diesem Jahr nicht mit Markus Eule, sondern mit Frank Bussmeier, der einst gemeinsam mit Enrico Di Ventura WPC und Lure Masters gewinnen konnte. Lustige Zigaretten sind in dieser Zusammenstellung eher nicht zu erwarten, dafür viel Gewässerkenntnis und Turnierroutine. Und schließlich gibt es noch eine Premiere, die uns extrem freut. Mr. Svartzonka selbst mit bürgerlichen Namen Claes Claesson, schwedische TV-Persönlichkeit, Koch und weltbekannter Köderbauer gibt sich die Ehre, um Mac, Rubber und Co. erstmalig im Rahmen eines YPCs baden zu schicken.
Unterstützt wird er dabei von seinem Kumpel Roy van Streels. Zusammen auf jeden Fall eine Kombi, die Hecht, Humor und vielleicht sogar die ein oder andere Lebensweisheit verspricht. Damit ist das Feld komplett. 2 Fische sind hier heute für alle Teams das absolute Minimalziel, um an Tag 2 noch die Chance auf die Fullcard zu haben. Stroft ist als einziges Team noch unterwegs und wird gleich auf der Maas in Nähe eines Yachthafens beginnen. Savage Gear, Westin, W1 und Zeck reihen sich von West nach Ost auf der Nive Meerwede ein, während Zwar Sonka auf der Ude Maas startet. Ich hab Bock. Das kann er. So heute kennengelernt. So haben wir auch das Boot gebaut. Wir haben die Pfeile extra gesetzt. Yes. Ja, herzlich willkommen. YPC Boot 2025 geht los. Früher morgen. Wir sind auf jeden Fall motiviert. Übermotiviert wahrscheinlich sogar. So viele Kilometer, wie wir runtergerissen haben in den 3 Tagen, die wir Training hatten. Über 700 Kilometer auf der Straße, jeden Fluss gefühlt beangelt. Ja, wir haben jetzt 3 Tage gehabt. Wir haben 2 Tage Flüsse gemacht. Ja. Das ist so das Struggle, wo man sagt, was passiert jetzt? Großgewässer fühlen wir uns wohler. Und wir haben in den 3 Flüssen eigentlich immer schlecht gefangen im Training, aber haben hier komischerweise das beste Gefühl. Also wir haben hier auch abgestimmt gemeinsam. Hier hat 2022 alles angefangen. Genau. Erst einmal, wo du dabei warst, sind wir hier auch als erste Helfer. Ja. Ja, mal sehen. Also Flüsse. Wir waren jetzt in der Maas, wir waren in der Eisel und jetzt sind wir hier in der Meerwede. Ja. Wie es so ist, die Tipps, die man bekommt, ihr auch. Wahrscheinlich, wo man sagt, ey, ist ja ganz einfach. Fahrt da hin, holt die Fische weg. Easy, war immer am Abend vorher super einfach, aber die Realität war dann doch schon ganz anders. Und von daher sind wir wirklich gespannt, Leute. Also. Ja. All right, guys. This is the premiere for Team Smart Sonker here on YPC. I'm super pumped. I'm looking forward to it. Like the good sander, Tok. Tok. Yeah. Snookbass. Snookbass. So So, I like the name. yeah. Sounds like a Snickers. Snookbass. This in Sweden it's called gös. Yes. Gös. Yeah, absolutely. We're gonna catch a lot of those gös, hopefully. Hopefully. Yeah. Catch some perch along the way and maybe a pike as well. So, we don't know. But like zander and perch will be, that's our main target for today. Yeah, So and it's gonna the be other cool. target is having fun. So guys, when you go out there, please enjoy. Everything else is none to nothing. Salut! Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode der YPC Boat Gruppe B. Heute ist unser Flusstag, unser Rivertag. Wir hatten wenig Fische, dafür gute. Also drückt uns die Daumen, dass wir das wiederholen können, was wir eigentlich im Training erlebt haben. Da wird der eine oder andere schöne Fisch an Bord kommen. Den brauchen wir auch. Wir brauchen 2 Fische, 2 gute Fische, die am Ende des Tages stehen bleiben bis zum Ende des Turniers. Und von daher drückt uns die Daumen. Wir freuen uns und die Spannung steigt für uns. Bis dann. Absolut. Good morning. Here we are. Beautiful weather on the boat with Luke. Starting off YPC boat. What's the plan, Luke? Good morning, guys. Ton and me are going to give a fantastic show, I promise you, because we are very hyped and we are very excited. We didn't sleep a lot, both of us, from the excitement. We did a lot of training. We know this river system very, very well.
We caught big fish in the preparing. Now let's hope we catch it also today. Yeah, it's always a little bit a gamble. We didn't catch many fish. If we caught a fish, it was big. So let's hope they are still biting. And cheer us on. Team Westin, here we go. Support for us. Well, YPC 2025, Team Savage Gear, Sean and Hugo are definitely gonna do a good Twitch bait game, I think. I mean, he's the Twitch master. I'm probably gonna up my chatterbait game a little bit today, but I've been practicing with the Twitch bait as well. The river day for us, probably gonna be a couple good zander, hopefully. Yeah, it's going to be a little bit tricky. Like, as you know, we love that big bait fishing, that big pike. But first of all, we also need to get a couple of perch and a couple of zander. Yeah. So we have some decent spots. We know that there's fish around. We got some good ones during training, like everyone, of course. But yeah, that's the target for now. Get some zander, get some perch, and then hopefully switch on to that big bait fishing to get some really decent pike in front of the lens. Yeah, for the with the new rules, we need to have 2 good fish today at least, because then we can put in 6 good fish on the lake day. Yeah. So hopefully 2 good zander, potentially a really good pike as well, because we have been catching really big pike here too. So probably if we're gonna hit the 2 decent size zander, then one of us is gonna do some big bait fishing as well, which I'm really looking forward to. So let's go, man. Let's go. So, Roy, what are you going to start throwing? Gonna start with a McRubber shad jig, the 9 centimeter ones. Yeah. I think that's like the main lure for this spot, and when we're going to fish shallower, we're gonna mix it up with cranks, chatters, and you name what. So it sounds like a good idea. Well, I'm going to do that as well. I'm going to start with a trusty old friend, the UV perch. It's an old school classic. High impact UV pigments, pearl, an olive green back. We got a little bit of different jig heads. These heads are made from a bismuth alloy, so they are very environmentally friendly. And if you look at the shape, it's like a bullet. So it cuts through the water or swims through the water with ease. And it also gives the bait a little bit extra vibrating action. It's also really good to go through weeds and stuff due to the shape. So we'll see what perch like about those. You know, perch eat perch, right? I'm really looking forward for your melt breakdown. Yeah, I hope so too. Yeah, when you're lying here in like a, in kindergarten position and screaming and sucking on your thumbs and I want the perchies. Not again. Not again. No more perchies for Roy. Yeah. Here we go again. YPC Boat 2025. Wir sind an unserer ersten Slippe angekommen. Heute ist Flusstag. Wir machen jetzt das Boot ready, dann geht's rein. Wir haben nicht weit zum ersten Spot. Ich habe richtig Bock zu angeln. Wetter ist geil. Lass uns ein paar Fische fangen. Und ich bin auch dabei. First Cast machen wir zusammen. Ja, da darf jetzt auch keiner kommen, sonst ist der Tag für den Arsch. Ja, am besten gleich Doppeldrill, ne? Oder so, dann können wir gleich anpacken, das wäre doch besser. Aber kennst du ja den Spruch, ne? Erster Wurf ein Fisch ist meistens nicht so, weil dann nichts mehr kommt, aber vielleicht haben wir gleich einen Doppeldrill. Also wir beide doch optimistisch. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. All right, it's 8 o'clock. We're gonna get to the fish. Let's go. Fangen wir es mal, Freund. Erster Wurf. Let's go. Let's go. First cast, go for it. Yeah, I take that side. You said to me, but yeah, okay, no problem. We take the edges. Yeah. Boom, that's to the rock. That's also edges, of course. No. I mean, this. I was expecting you was going to cast that. Come on. Ready? On. Yeah, got it. Well played, sir. Amazing times. That guy Roy, he's so nice. It's a perch. Beautiful. It's small, but it's a perch. Oh, it's a good one though. Oh.
It's a really small one, but it's a perch. That's the zombie perch. You see, it has more red than it should have. And it's super. It's really. I mean, It is check a zombie this out, one. world. It's a zombie perch. Okay. Cool. You do that. I keep hammering. Nice. On the 9 centimeters, 15 gram jig head. So, well. You know what the name of the color is? Rügen herring. That's German. Like YPC fish, the first one on a German. Roman color. Yeah. Cool. All right, let's measure it up. You need a hand or you can No, go ahead, buddy. 29. 29 and a half, dude. Not a monster, but it's a start, and especially with perch, like, yeah, they can be really finicky. So super happy to have it on the second cast of the day. So let's go for the next one. Ich wiederhol's nochmal. Rügenhering heißt das Dekor. Die Neulinge sind also nach knapp 60 Sekunden entschneidert. Die amtierenden Champions mittlerweile immerhin auf dem Wasser. Goedemorgen en hartelijk welkom voor YPC Boat 2025. Ja, mit Team Stroft. Wir sind jetzt am ersten Spot angekommen. Wir haben hier einen kleinen See, der an den Fluss angrenzt. Wir wechseln halt nämlich immer zwischen den kleinen Seen hier auf den Gewässern und dem Fluss und gucken einfach, wo die Fische aktiv sind. Wir haben jetzt hier an der ersten Stelle eine Kante, die relativ steil abfällt. Flachwasser vor uns, wo ich erstmal einen Maze Runner durchwerfe. Die Kante geht aber steil runter. Da haben wir es dann so bis auf 5, 6, 7 Meter, wo die Fische auch an der Kante stehen können. Sascha ist schon am Jiggen und so fischen wir jetzt hier den Platz als erstes aus und werden dann viel Powerfishing machen. Viel Strecke machen und aktive Fische suchen. The boat is a little bit too far from the spot, but I do that on purpose. I don't want to disturb the spot, so I always put the boat a little bit too far and then I creep in little by little. I see too many people going to a spot and they put the boat on the spot. That's not a good idea. Yeah, it's better to take your time. Yeah. Also bream? Not sure. Little thick. Again a bream. Again. Okay. So there is a lot of fish. There's a lot of fish in the... That is good. Yeah. Perch. I come in. Net? Oh no, it's an asp. Never mind. No, they are not. They are not counting the asp. Oh. Okay. That's. Nevertheless, it was a good bite. That is to make it exciting. Yeah. On the drop shot, guys. Unbelievable. On the drop shot with a megatees, an asp, silver torpedoes. Look at that. The drop shot. A megatees catches everything. Not only perch and zander, also asp. Apparently, I have to say it was the first asp. Look at that. Not countable, but fun nevertheless. Nonetheless. What a bite. Hey, the slackline, and it's better than, well, if it's a perch, it's a better one. After the take, we thought it might be an asp as well. Like, because the take was so. It's a perch, no? Yeah. Saw something reddish. It's a strong one. Yeah. Oh, nice one, dude. Happy time. Oh, you're doing good. Okay, I report the first, and you do that. It's a Cinderella story. Oh, this I don't even have time to do the fishing. Roy is a machine. Rügen herring again, and well, the color is important, but not overly important. But what we've noticed is that shats with a contrasty body, so white belly and a little bit of darker pattern on top, works pretty well here. It's doing the business as we speak. This one, it's going to be a little bit bigger, so yeah, pretty curious.
Nice perch. I mean, look at the fins there. Beautiful fish. Roy is on fire, dude. Okay, let's see what we got here. We got... I need the net. Again? Buddy. Okay, we got 39 centimeters. Is that okay? Beautiful fish. Can you just, if you give me the net, I'll handle then you can show the fish. Yeah, no problem. Yeah, I'm gonna just leave it in here. I can do it. You know, feels like a perch again. They are so strong in this current. I mean, what's not to love? Perfect. Okay. Boom shakalak. This one is 35. Confirmed. But I mean, you need to hold both of them. No. They're your fish, dude. There's no I in team. Okay, let him go now. Yes. Okay, let's do this. Beautiful, dude. Up to the next one. That's like 3 fish in 4 casts. Yeah. But we need to like capitalize on the morning bite. Läuft weiter gut an für die beiden. Barsch Nummer 3 ist verbucht, während die Konkurrenz bis dato nur einen Dropshot verirrten Rapfen zu Gesicht bekommen hat. Das könnte sich aber alsbald ändern. Perch. I think so too. Sure, it's Or it is. That's a perch. Oh, big perch. Yes. Yes, man. Yes, the first one is inside. Yeah. Yes. On the Chatties 9 centimeter. The first perch. Still is a legendary lure. And the perch is not that easy on the river at the moment. Exactly. So I'm quite happy with this one. Let's make the way. And of course with my favorite rod, the Finesse Shed 28 gram. I do 90% of my fishing with the Finesse Shed rod, the W6. And we also bring it out in the W8 rod now. So beautiful old Warrior, you see. The measuring tape is nice and wet. Let's take a look. You made it wet. Let's say, I think 42. What 40, do you I think? think. Yeah, you're always right. No. So It's 41. 41. For the competition. Okay, it's Approved? between the two of us. You said 40, I said 42, so it's 41. I'm very happy with this one. Yeah, me this too, was, me too. For us, the toughest species on the river. Yeah, so yeah. we let it go and we catch another one. Yeah, we catch another one. Yeah. Bye-bye, my friend. Yes. And we are fishing 10 minutes. That's a good way to start off. Auch für Weston also ein erwartungsgemäßer Einstand. Sean und Hugo sind zwar noch punktlos, aber dennoch zuversichtlich. We expected it based on the weather forecast that we wouldn't have so much wind, but it looks like we got a little bit of a chop, and that's really nice. I don't like the super calm conditions, even though I prefer to fish on a river compared to on a lake with no wind at all. But this seems to be a lot more than we hope to get, so that's good. And hopefully some overcast today as well as we're having now, not too much sunlight. And another benefit of that is that it will keep the recreational boating off the river, because it is a Sunday and a lot of people will go out boating when the weather is really nice. But if there's a little bit of wind and some overcast, it's going to be less crowded on the lake and on the river. It's going to be less crowded on the river, so it's looking promising. I think Big Xander. I was literally stuck. The rocks, right? Yeah, I would bump the rocks. It's a Big Xander, isn't it? That's a pike. Is it pike or a Xander? Is it on spot lock? It is. Is this the one we need? Feels like a Big Xander to me. No, it's a pike. It's a nice pike though. But not the one we're after. I love this adrenaline game. Here we go.
Number 1. That's awesome. And it's off. That's a decent pike. That's a decent one, yeah. Thank you, buddy. I literally bumped onto the rocks and I was like, oh, I'm stuck. And 2 taps after, this baby jumped on. They're so feisty. Feisty fish. Water temperature is still high, so. That's a very decent river pike. Beautiful fish. Nice, man. Nice. It is 89. Boom, number 1. Well done, sir. That was not the perch or zander that we were looking for, but that's a really good fish to start the day with. So let's see if we can get a zander or a perch, because we also know that these fish are around. Yes. Ausgesprochen schöner Fisch und auf jeden Fall ein Exemplar, mit dem man auch am Ende gut leben könnte. Trotzdem natürlich nicht ganz die Zielvorgabe. Hycho formuliert, was sich die meisten wohl denken. Team Savage Gear, fishing for perch, still catching pike. It's becoming a tradition, man. It's insane, isn't it? Yeah. Ich würde schon sagen, dass wir jetzt flach machen. Ja? Ja. Geht los! Gun. Wir fahren 15 Minuten haben wir abgeangelt, da kriegt man schon mit, ob man irgendeinen Anfasser hat. Und jetzt machen wir, da kommen wir hier später noch mal her. Man muss halt die Zeiten abpassen. Das ist wie so eine Spitze, die jetzt hier rauskommt, und wir stehen jetzt quasi ziemlich auf der Spitze drauf. Wir stehen spitze auf der Spitze. Wir stehen spitze auf der Spitze. Bisschen spitz auf der Spitze stehen wir eigentlich spitze. Da, wo man nicht angeln darf, kommen Angler raus. Ja. Wie gesagt, das sind die besten Spots meistens. Das ist so. Das ist nicht zu glauben. Goedemorgen. Das ist die Härte. Oh Mann, Alter. Wie der Eule. Willst du direkt bei mir auf Bode kommen? Kannst du auch von meinem Boot fischen. Kommst besser an den Spot dran. We started a bit further away from the spot because perch can be pretty spooky. So we basically had them at maximum cast, and the boat was positioned along the break line. So something which can be pretty interesting on the river is to adjust your position. If you're fishing from the bank, if you're fishing from the boat, like a different alignment to the current break or to the spot you want to fish, makes your jig swim a different route. And sometimes that's like the difference between the catching and not catching. So, you want me on the left side? We'll see where it goes. I think it's because quite the current small, is ripping as hell on that. Yeah, it's ripping everywhere. Yeah. I'll get this one out of the way. Yeah, get it here. Oh, it's a nice perch. Yeah. And it's barely. Oh, it's. Yeah, man. Yeah, man. The perch on the perch. You know, perch crazy. eat perch. They really do. So, mouth closed against the board. 39.5. It's a 40. Yes. Yeah, man. I love the perch. They're amazing. I mean, most people in Sweden, they start their fishing career with either perch or pike. But there's something special about this beautiful fish. Let's get her back. So, see you later, buddy. Slime time. All right, guys. I'm going to tell you a little bit about the bait. It's, I mean, it's from the McRubber family. The McRubber is quite well known all over the world. And this is actually the shad version. So it's 9 centimeters long. It's got a little bit of a tinier bridge here over to the paddle, so it gets a very nice erratic action to it. A little bit smaller paddle, so you got a kind of a slow presentation, so it really cuts the water really well. And the color is a classic. I'm very fond of these 70, 80 coloring patterns. Very classic, less is more kind of stuff. And this one is the UV perch. It's made with
pearlescence pigments and UV pigments, and then painted as an old school perch. Great catch. Fish. That's not a bite. Small zander, I guess, but let's go. The Twitch master is back at it. Yes, that's a zander. That's a zander. That's a decent zander. Let's get it. It's a barely hooked fish. Yeah, buddy. Yes. Ah. I missed yes. Had a small bump. It looked like a zander. We saw some stones over there, and Hugo comes with the twitch bait, and bam, he does it again. Nice dude. Usually we know those zander are not fish that live one by one. They're usually a bunch together, and especially on the spot that we're fishing right now, we just know that there's more. So just put the boat on anchor, just hammer the spot, and here we go. This is the perfect competition fish. It's skinny and long. It's not some fish that you want to eat, but it's definitely... This one is on the new drug, the Ozempic. That's oh, that's a small one. What? Yeah, that's a 69. 69 zander. It doesn't look like a 69. No, it's so not at all. skinny, dude. That's what I said. That's the perfect competition fish. It's like a piece of paper, to be honest. Like it's super skinny. Oh, yes. Gravity Twitch does it again. Längst nicht so wohl genährt, dennoch bringt dieser Zander 0,7 Punkte mehr als der Hecht von eben und nimmt Sean und Hugo ganz früh den Druck, hier und heute unbedingt noch weitere Fische fangen zu müssen. This is such a relief. We've been fishing those rivers for a couple of days. It was hard fishing, to be honest. We knew this spot was constantly delivering. We didn't fish it for a couple of days, and right now there seems to be fish on again. This stupid little twitch bait does the magic. Gravity Twitch 83 medium runner. No. You got me there, buddy. Too bad. Over the last days as well, we've been fishing with soft baits like regular jigging for zander, and we barely got any takes. Funny enough, I don't know why, but then as soon as we switched to a chatterbait or a twitch bait, suddenly we were catching zander. So for some reason, when the conditions change and when there's not a lot of current, yeah, twitch baits can really make a big difference. ...24 Produkte mit einem Warenwert von über 245 € für nur 99,99 €. Ausschließlich exklusive Produkte zum Hecht, Barsch und Zanderangeln. 17 Topmarken, 24 Golden Tickets. Der beliebteste Angel-Adventskalender Europas ist jetzt vorbestellbar. Und wer bis zum 28.02. vorbestellt, der bekommt ein 25. Exklusivprodukt on top. Online-Kurs zum Angelschein für nur 69 €. Bei uns steht der Februar ganz im Zeichen der Liebe. Und was gibt es Schöneres als Zeit zu zweit? Und am besten gemeinsam die Zeit beim Angeln am Wasser verbringen. Alle Kurse jetzt für 69 € nur auf anglerschmiede.de. Something we try to avoid as well is we call it coma fishing. That's like a typical thing. You're on a spot, you're catching a few fish, and the bite goes down a little bit, and before you know it, you're like spending like half an hour on the same spot, and nothing is happening. Motherfucker! This stuff is happening, so you get into a coma. We need to try to avoid that because, yeah, we need to capitalize everything we can catch today. So Klaas is going to get unstuck, and then we're going to reposition the boat one more time, give it 10 more minutes, nothing happening, then we're good to go.
Fisch? Ja, Fisch. Anker? Da. Was ist das? Nein. Oh, nein. Guck mal, was für ein Ding, ey. Scheiße, weiter jetzt, komm. Hat er ordentlich Lunge um den Kumpel. Ist das ein Aaland oder was? Eine Brasse? Schöner Fisch, aber nicht. Da ist er weg. Da ist er weg. So, das ist der erste Fisch. Hauptsache zieht, würden jetzt manche andere sagen, aber leider nicht der Fisch. Aber den Biss spüren, Anschlag setzen. Jetzt muss der richtig kommen. A few boats have fish. Klaas from Schwarzonker has perch 32, 39, 35. Okay. Hugo has pike 89, Xander 70. And Klaas has perch 40. Okay. So 3 boats with fish. Yeah. So they caught a pike there. Maybe there, Yeah. maybe not there. Yeah. We don't know. 89. Yeah. Yeah. And a Xander 70. That's 69. That's a good fish. That's good fish. So they are off to a good start. Yeah. Fisch. Jawohl. Oh, Zander. Schöner Zander. Komm hoch. Super. Jawohl. Oh. Ja. Was eine Erlösung. Der erste Fisch Petri Frank. Danke. Geil. Ah, erleichternd, ne? Ja, wenn der erste Fisch auf sich warten lässt. Ja, vor allem der Flusstag. Da haben wir so ein bisschen Bauchweh gehabt, ehrlich gesagt. Aber kam immer Fisch im Training. Also von daher. So, machen wir mal nass. 1,5. Machen wir 64. Ja, sehr gut. Erster Fisch, YPC Boat. Ja. Geil. Petri, mein Freund. Danke. Zander 64 cm. Der erste Fisch ist immer der schönste am Tag. Ja. Schnell releasen, damit ihm auch nichts passiert. Oh. Ja. Petri, ich reporte mal. Wir fischen hier über 2 Meter tiefem Wasser. Und auch im Training hat sich bewiesen, der 4-0er Chatterbait mit 10 Gramm und ein Trailer, ein Sexy Swimmer, war super erfolgreich. Und ja, jetzt hat er mir Gott sei Dank heute Morgen auch den ersten Fisch gebracht. Die ersten 40 Minuten waren echt hart, wenn nichts einschlägt. Aber ja, wir haben gesagt, wir ziehen es durch und der Erfolg kommt dann auch. Und ich habe dann als Route die 12 bis 42 Gramm Barschalarmroute. Perfekte Kombination, macht richtig Spaß, lädt sich gut auf. Ja, und der Anschlag geht auch perfekt durch. So, jetzt geht's weiter. Der erste. Hast jetzt ein bisschen Druck weniger, oder? Ja. Rapfen. Fangen für die Show. Ne, vielleicht ist ja noch jemand anders dahinter, der Bock hat. Ja. I expect, to be honest, that during the day the activity will get a little bit less. And that's because of the weather. The wind will calm down a bit, but right now we have really decent conditions. So heading to the second spot that we have in mind, and hopefully we can get some decent Xander on that spot as well. I see a boat coming by as well. Yeah, so. I see it. 2 teams. One in the bay and one before the harbor. There is also a boat, huh? Yeah, that's no problem. Ach du Scheiße. Was denn? Da stehen 50 Leute vom Ufer. Ist halt auch Sonntag, ne? Ja. Fisch? Ich glaube ja. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nicht? Nee. Boah. All right, we arrived at the second spot. We got a nice grassy area over here. I'm expecting a higher chance on perch as well, so we're gonna mix it up again. I changed back towards the chatterbait. This is the Crazy Swim Jig, and I got a little gobster shed in the back, in the Fire Tiger color. And let's mix it up a little and see what produces. Haben die anderen schon was gefangen? Ja. Ja, es sind schon einige Reports drin. Das Fisch. Ja. Hey. Aber also kein. Lass dir Zeit. Der ist vielleicht im Kraut drin. Lass dir Zeit, der kommt raus, bestimmt. Was Besseres? Oder war es nicht wegen Kraut, ne?
Chatterbait läuft besser wie Twitchbait, glaube ich. Oh, jetzt noch ein Korb raus. Aber nicht das, ein guter Fisch. Jawohl! Das bloß kein Rapfen sein. Bitte. Ey, du bist doch echt. Guter Hecht vielleicht. Ich denke, dass es ein echtes. Ja, das ist so wie der marschiert, das ist ein Hecht. Oh, jawohl! Junge! Ja, ey, langsam machen, ne? Kein Stress, alles gut. Das ist ein 90er. 90 plus Fisch. Jawohl, Frank! Nicht springen. Rute runter, Rute runter. Rute runter, dass er nicht springt. Ich bin dabei. Der ist noch nicht fertig. Ich weiß. Der kommt. Ja! 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 Jawohl! Ja! Junge! Ey, der hat einen Meter sogar. Du geiler Typ. Unglaublich. Chatterbait läuft aber echt. Unglaublich. Mach auch einen drauf. Ist doch egal. Ich bin gespannt. Mach. Ja, was weh? Hallo? Der hat einen Meter locker. Das ist der Fisch, den wir wollten. Ja. Wir haben eigentlich nicht mehr hier. Oh. Ja. Genau solche Fische hatten wir im Training. Und es war jetzt so geil, dass der jetzt gleich am Anfang kam. Oh. Oh. Das ist ein Meterfisch, mein Freund. Sag ich doch. Achtung, Rute. Sofort gemerkt. Und der hat aber noch Dampf, ne? Aufpassen jetzt mit den der Händen. hat richtig Dampf. Warte, ich mach den. Der ist noch nicht fertig. Und ganz eben, ich hab's gespürt, der hat eben zugeschnappt. Ach Leute, das ist eigentlich ein Traumstart gerade. Besser geht nicht. Besser geht nicht für einen Fluss. Warte. Legt er an? Warte. Jetzt liegt er an. Meter 5. Das ist Meter 5. Meter 5. Das ist super. Du geiler Typ. Guck mal, Freund. Ey. Zu geil. Traumstart. 40 Minuten am Angeln. Ja. Und da kommt schon der Fisch, den wir eigentlich heute erhofft hatten. Ja. Ey, mega. Besser geht nicht, oder? Ja, ich bin super zufrieden. Tja, nach den ersten 14 Minuten war schon ein bisschen trocken. Da haben wir echt gedacht, so, die sind noch nicht so aktiv hier. Aber das war ja jetzt natürlich hier ein Traumstart. Das Mega. ist unglaublich. Wenn wir jetzt noch die Barsche kriegen, dann alles gut. Der Tag ist sowieso schon gut gestartet. Aber heute Abend zahle ich's Essen. Sehr gut. Traumstart trifft's. Ein guter Zander, getoppt von diesem Wahnsinnsflusshecht, der als erster Fisch des Tages dreistellig Punkte bringt. Nach Savage Gear kann man also auch bei Zeck den restlichen Tag nun sorglos auf sich zukommen lassen. Zumindest in der Theorie. Weg ist er. Oh, weg ist er. Oh. Sau stark. Oh, geil. Leute, vielleicht so ein bisschen was für die Taktik. Also wir fischen unterschiedlich. Also wir haben hier einen langen Stretch mit ganz viel Kraut und Flachwasser. Und im Training hatten wir auch mehrere Methoden ausprobiert. Und rauskristallisiert hat sich eigentlich das Chatterbait gut funktioniert und Twitchbaits. Aber im Training war auch der Chatterbait besser. Aber dennoch versucht man immer parallel verschiedene Techniken. Eine kristallisiert sich oft raus, die dann besser ist. Manchmal funktionieren auch beide. Ja, in dem Fall habe ich gerade das Gefühl, Chatterbait läuft richtig gut. Obwohl wir haben eigentlich 50-50 gehabt. Ja, trotzdem. Also wir machen das jetzt mal durch. Wir brauchen dringend Barsche und wir hatten genau auf dem Stretch im Training Barsche. Ja. Das war eigentlich das Ziel. Ja, genau. Den wollten wir uns eigentlich woanders abholen, aber steht da vielleicht sogar noch. Das machen wir auch, ne? Aber wie gesagt, im Training war ja auch 50-50. Ja, deswegen müssen wir hatten richtig tolle Fische dabei. Ja. Und vielleicht kommt da noch was rum. Das war unser Plan. Wenig Fische. Der bleibt stehen. Der bleibt stehen. Besser für einen Fluss, ey, Wahnsinnsfisch. Unglaublich. Auch unglaublich. Und so, der hat wirklich gar nicht viel Aktivität. Er hat einfach nur kurz nachgeschnappt und ist direkt durchs Kraut und hing dann im Kraut fest. Das ist dann halt auch bremslich mit dem Chatterbait, den dann noch rauszuziehen. Und das im Fluss. Ihr habt ja gesehen, was er für einen Dampf hat. Und ein paar schöne Sprünge waren ja auch noch dabei. Das sind immer bremsliche Situationen. Da kriegt jeder Hechtangler immer so ein bisschen Bammel. Aber ging alles glatt. Super. Mega gut. Weiter geht's. Ja. Oh. Ja, ich habe jetzt gerade mal beim Spotwechsel mal geguckt, was die anderen so gefangen haben. Ja, Luke und Ton haben ganz gut gestartet. Klaas hat auch super Start hingelegt mit Roy zusammen. Und Frank Bußmeier, ich weiß nicht, wer von euch den Fisch gefangen hat, aber Petri an Team Zeck, 1,5 Meter Hecht. Das ist natürlich eine Granate zum Start. Da wird der Frank wahrscheinlich lachend auf dem Boot stehen, so wie ich den einschätze. I mean, a 105 centimeter pike, that's a really good fish. That's good fish. I mean, it's river day. Can you imagine? Must have been like really cool fish, strong fight. Yeah.
Good. I thought you were like... It's a sander. It's a sander? Okay. We're gonna grab the net. Ja, ja. Arsch. Genau, aber ist ein Dropkick. I don't think it's legal, dude. We need to measure it because like our estimations are not the best. There you go. Ah, geht das schon. Oh. Okay. Zander! Okay. Wrong species. What can I say? It's a monster. It's 45, dude. We got a 45 Zander. 39. Geht 39? They hit the chatterbait quite hard. Fun fish to catch, but not today. Okay, let's get her back. Bye-bye. Und da verschwimmen. Ja, zumindest mal der erste Fisch. Jesus, that should be asp. That's an eye. Nice. Oh well, 4 species so far. I think we should start feeder fishing today because... Hier jiggt im Prinzip, ja? Fischer? Nicht immer wertungsrelevant, trotzdem viel Action an mehreren Standorten. B1 entschneidet sich mit wertvollen Barschzählern, wodurch Stroft nun das einzige punktlose Team ist. Derweil fürchten Sean und Hycho nach Aaland und Rapfen am aktuellen Spot eine weitere Begegnung der anderen Art. The water clarity has turned a bit murky, but then again we are really happy with the overcast and the wind. We got a big grass bed close towards deeper water and the current pushing aside the grass bed and the fish are out of the current in between the grass over here. You can catch basically anything over here. You can catch pike, you can catch perch, zander, asp as we just showed, the occasional catfish as well, which we are a bit fearful for because that's going to take like solid 30 minutes of our fishing time. So the occasional asp is fine, just no catfish today, please. We have some patches of weed. It's not fully packed, and we have the feeling that usually those predators like to just hunt them. Oh, that was a take. Between. Definitely. Yeah. Yeah. So right now we're, I think, at the hot spot, and what we see is some patches of weed instead of like a big bunch of weed, because usually those predators like to hunt in between the patches. And also for casting twitch baits, for example, you don't want to have a big bunch of weed because you get constantly stuck. But right now with those small patches around, you can perfectly fish a chatterbait, a crankbait, or anything like that in between. And yeah, fingers crossed that there's something else in. I think it makes sense for them too, right? Because like for bait fish, it's ideal to hide between grass because then you are protected. But for a big predator, it's really hard to hunt in these thick grasses. So they like to stay in the areas where there's a bit more room, where they can move around and they have vision and they can detect the prey that they're hunting for. So it's for us, it's easier to fish, like Hugo just explained, but it's also for the fish easier to hunt. So try to move towards the outer layers of the grass and don't. Here, look at that. Asp again. Oh, asp again. Let's stay away from that one. Yeah. So many spots. You want to try them all, but time is your biggest enemy. Yeah, that's true. Oh, da war Fisch. Da war Biss. Fuck. Warum kleben die nicht? Fish, 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 fish. Nice. It's a small zander, but it's fish. Whoop. Nice, sir. So there was zander instead of only asp. Small zander on the gravity twitch. I think it's just over the 42 centimeter mark. So let's give it a quick measure. Let's get some quick. It's a little bit more chunky zander, so that's good. 47 centimeters. It's not a monster, but it's always fun to catch and definitely one to upgrade. Let's put this beauty back and see if we can get her big mother, because I think that's what we're after. Interesting. What do you think of this one? I think you should eat it. Oh. It will give you a lot of hair on your chest, and I promise if you eat that, you will get a 55 centimeter perch. Fake it till you make it.
Eigentlich normalerweise, ja, müsstest du jetzt das Live-Scope nutzen, weil jetzt kannst du gezielt genau gucken, wo sie jetzt stehen, die Barsche. Aber wohl, wir wissen ja, dass sie hier in der Nähe sind. Wir können eh nicht weit woanders hinwerfen. Dropshot, wenn du Dropshot fertig hast. Nee, halt nicht. Nee, hatte doch eben schon ein bisschen. Dann ist ja nicht tief. Könnt jetzt auch Softjerken oder sowas. Bisse kam sehr vorsichtig. Müsste man eine Carolina würde auch gehen. Just want to fish a big bait, to be honest. When I see this stuff, I'm like, oh. If you see the spot, you want to chug out the big baits, yeah. We need one good, decent sounder, that would be nice. And hopefully a perch too, but yeah. Let's upgrade the 47 before we switch. Ollie, have you heard the story about the Forellen in the Strömmen? About the Forellen in der Strömung? Yeah. You heard it? No. Well, there was this really small forel. You know, one of those beautiful small forelish. And it was swimming around in this massive Strömmen up in the mountains towards Austria. And he was looking for the love of his life. And he was swimming for days and nights and nothing happened. And the only thing he met was like small prey fish and, well, a couple of crayfishes, but he felt kind of lonely. And then suddenly he heard a big splash behind him, and this massive große Hecht came out of behind a stone and just looked at him like this and said, "Mr. Forellen in the Strömmen, I will eat you alive." And the forel said, "I give you the finger and go to my true love." The end. Such a good story. I love it. So whenever you think you're lonely in the world, think about that tiny Forellen in the Strömmen that was attacked by this 2-meter pike. And he gave him the finger. Good advice. Did he found his love? I don't know. I just know about the Forellen in the Strömmen. Maybe. I hope so. You know what he did? What was the problem? Look, he took the lead. No. It was a perch. No. He took the lead, pulled the lead out. Fish? Bottom. Okay. They are here. Water. Yeah. They are here. Oh, lost. Kom eens off. Fuck. Oh, man. They are here, huh? Yeah, they are here. They are definitely here. It felt like a perch, so... Yeah, it's perch. The thing with river fishing is, it's always a bit with reading the current and stuff that's going on. And with this backwater system here, a lot of these Dutch rivers have shallow areas, backwater system, a lot of vegetation. And we're in September now, so all of that vegetation is starting to die out. So at some point, small fish needs to migrate. So everything which is a bit connected to interesting backwater, that's, well, we've given them some extra love through the last couple of days. So yeah, it builds the confidence. But yeah, like I said before, current is really key for us. So yeah, let's see what happens. An asp. It's a perch. It's a perch. Yeah, we're getting there. Jajamän! Jajamän! Oh, look how... That's a nice perch. Yeah, all the ones you catch are like aggressive, putting their spikes up. Look, it's a photo fish. We need to take a photo of that fish. Look at it. It's so good lying there. And it's kind of... I mean, the Forellen in the Strömmen, it eagers that thing. Look,
Forellen in the Strömen, ja, 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 ja. Punky Warriors. Yeah, it's a good old humpback. On the good old? It's a really good, nice strike. Yeah, nice strike. Okay. That's cool about these river perch. I mean, they are like, they've been through stuff, you know? Yeah, this one has been around for, yes, seen for years. places. You know, it's seen places. It's all about the zombie perching and all that stuff. Ooh, it's 43 and a half, I think. Oh, it's 44. Yeah, it's 44, dude. It's a nice fish. It's a very nice fish. Now you can get it back. Oh, beautiful fish. Thank you, buddy. Nice setup. Once again, the good old Uber perch. I'm using a trusty Power Series rod. This is one called Rip and Deep. It's up to 32 grams, but it's got a very sensitive tip, but a really good backbone to it. And I'm using the new Abu Garcia, really, really nice, the spike reels. We still got 6 hours to go. So. We have 6 hours to go and plenty of adrenaline pumping. Yeah, absolutely, absolutely. Have you heard the story about the Forellen in the Strömmen? No, I haven't. Can you please? No, not today. I do it tomorrow. Okay. Otherwise, the people at home would need like 15 more minutes. Or they think we can, repeating ourselves all the time. Yeah. Have you heard Forellen in the Strömmen, by the way? Yeah, I have. Ah, good. Then I don't have to repeat myself. Ganz unabhängig davon, was sagt, man hört ihm gerne zu. Mit dem zweiten 40+ Barsch ziehen Klaas und Roy an der Spitze davon. Wir wechseln von Forellen in der Strömung zu Brassen unterm Boot. Alter, bleib mal hier stehen. Mach mal Pause. Pause. Guck mal da. Alles voll. Junge, steht hier viel Fisch. Wie viel Grad Wassertemperatur haben wir denn? 19,3. Alter, guck dir mal die Bilder an, Junge. Da stehen 1 Million Fische. Ja, alles Preußen. Ja, der Boden ist eine Katastrophe. Eigentlich dürfte da kein Raubfisch stehen. Weil der so weich ist? Ja. Da war Kontakt. Aber ich weiß nicht was. Den schönen Bresen angetitscht. Kann sein. Das sieht nicht aus wie Bresen angetitscht. Counts? Yeah, counts. It counts. It's not really big. Not a big one. It's not really big, but he took the creek row. And as just said, it's the last cast, but it feels very nice and rocky here. Again on the UV Crow creek row, you see? Very good lure. It's not a big perch, I know, but today, in the beginning, we are happy with everything. It's 9.5. No, it's 32. 32. Yes. Okay, but like I always say, we are happy with every fish. It's not a big one, but we will catch an upgrader, I guess. Okay, let it back. Bye bye, my friend. Call your mother. Ich bin so entspannt. Ja. Ohne Scheiß. Ich auch. Ich bin mega erleichtert. Das sage ich dir so, wie es ist. Im schlechtesten Fall fangen wir 2 Fische, die wir stehen lassen können. Also im besten, also schlimmsten Fall was Im schlimmsten Fall bleiben die stehen. Nee. Doch? Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe gedacht, das ist das Minimum, was wir fangen müssen. So. Dass wir 2 gute Fische haben, dass wir eine gute Ausgangsposition für Tag 2 haben. Ja. Und nicht mit kleinen Fischen dann irgendwie im See starten müssen. Ne? Gucken wir, dass wir noch die Zander voll machen nachher. Hoffentlich kommen die Barsche. Aber da sollten wir auf jeden Fall 1,5 Stunden investieren heute. Ja. Alles andere teilen wir so auf, wie es kommt. Ja. Kann aber auch blöd laufen. Wir donnern runter nachher und der Spot ist besetzt, ne? Das ist nicht schlimm. Dann setzen wir uns oberhalb hin. Ja. Da ist ja genug Möglichkeiten, was du da machen kannst. Das stimmt allerdings auch. See the nice plants on the structure scan? Yeah. They live here. I just hope nobody was fishing here already. But that's something you never know, eh? No. Yeah. Sender. Big sender.
He's off the hook. He's Can off you the hold hook. the net? He's over the hook and in the net. Wait, I put the boat on anchor. Yeah. Nice, Luke, nice. So guys, this is so exciting when you have a bite. Surprise fish. On a good pike spot. But it's a zander, but yeah, no problem. No problem. We don't have it yet, so. On this best bite lure, on the blue one, I caught my personal best zander of 87 centimeter on the crank up. And I think this one will be around close to 70 centimeter. I think more 67 or something. To clarify, his personal best on a crankbait, because he catches many big 99, 97, 98. But for a crankbait zander, this one is already big. Imagine an 87. Look at this beauty. Yes! 67 and a half. Yeah. I like to put it slowly back. So. Whoa, yeah, man. Yes! Quickly gonna say something about really my favorite lure. It's the best bite in 6 centimeter. And you can see the blue color, the blue, the yellow. And if you look very close, this one is old. I caught, I think, more than 100 fish on it. I love crankbait fishing, and you see the scars. This one, especially this one, is super. I also caught a pike from 1.21 meter on this one, not on a similar one. No, fish. On this one. Oh, fish! This must be a pike. Pike. Yeah, man. Oh, asp. Sorry. Asp. No, pike. Pike. Okay. Yeah, pike, but a small one. Yeah, okay. So exciting. Yes, sir. It's not a huge one, but it counts. We need something tomorrow to upgrade also, eh, Ton? Exactly. And today. He took very aggressively on a blade bite. This is a fantastic lure for pike, zander and perch. 57 approved? Yeah. All right. So, a small pikey, 57 centimeters. Let's release him. There he goes. Luke und Ton geben sich die Klinke bzw. den Kescher in die Hand. Und nach dem 68er Zander hat auch Westin die Pflichtaufgabe noch vor dem Mittag erfüllt. Bei Strauft ist man derzeit noch weit davon entfernt. So, wir machen jetzt einen Spotwechsel. Auf der ganzen Powerfishing-Strecke hier kann man da bis auf, glaube ich, 1, 2 Bisse bei Sascha kein Fisch. Wir fahren jetzt in den nächsten Teil, da müssen wir erst über den Fluss weiterfahren. Und haben dann eine Einfahrt, die in den Fluss eben mit reingeht. Und die fischen wir als erstes und dann arbeiten wir uns durch den See und gucken, dass wir da mit Powerfishing was kriegen. I think it's a sander. Yeah, it's a small sander. This one is barely legal. But I think it's bigger than the other one, no? No. But well played, buddy. Is it legal? Yeah, it actually is. Nice. It's even 43 and a half. Nice. I It's as say big like as your AC/DC, it's the thunder strike, and I'm feeling all right. These fish are so beautiful. Yeah, they have attitude. Bye bye. I love the smell of the zander in the morning. The zander. Mr. Zander, you come and jump in our boat. Ja. Jajamän. Men nu har vi bra. Nu har vi det bra. Nu har vi det riktigt bra. Which actually means in Swedish we're having a good time. Well, it's a little bit more than that. I mean, nu har vi det bra. That's like a quality we're having a good time. That's a really quality, you know. Yeah. And it's basically like founded by Team Angler. Yeah, it's actually founded by a friend of a teen angler, Rilles kompis, Rilles friend. Okay. They go out for fika sometimes, you know, Swedish fika? Yeah, of course. Coffee and biscuits and things. He's always ordering dammsugare. Oh, the dammsugare means like vacuum cleaner in Swedish, and it's actually because the pastry is tube shaped, like a vacuum cleaner. Yeah.
And it's kind of a arak chocolate marzipan kind of cake. So people watching YPC Boat, like maybe also like they want to learn about culture. Yeah, they are. I mean, Sweets. they're getting some free crazy stories. Yeah, but anyway, I mean, Rille and this guy, they go out for fika, and he always says directly when they get the coffee and the ooh. Yeah, that's right. Oh yeah, something like that. Anyways, they kind of he takes the biscuit or the cake and it says. It looks really deep in his eyes, and I said, You already get like the watering, like when you see it. Oh, in one way, but I mean, the thing that he really says it is like, nu har vi det bra. Oh yeah, with the deep. Nu har vi det bra. Yeah. Okay. It needs to be, some punch in there. Nu har vi det bra. So remember that, guys and girls. Nu har vi det bra. Bei Svartezonga gibt's Arte-Vibes für Schwedenliebhaber. Auf dem Boot von Savage Gear erinnert es mehr an D-Max. Sean hat genug vom Big Bait Embargo. Well, we switched towards a new spot, which is much more clear. And we expect to have some pike here as well. A lot of grass next to the current. You go switching it towards a spinnerbait. Yeah, small spinnerbait. Spinnerbait. I'm gonna go for the big stuff. Not too big, because I want to have a chance of a zander as well. We caught zander on the 25 centimeter quite a lot. We're gonna go for that ideal scenario, which is catching one big pike on the river today. So we got a little bit more breathing room on the lake day. But yeah, let's start casting and get a big pike. That will be so freaking awesome. Ich habe eine neue Mission. Ich will einen absoluten Angelanfänger zu einer richtigen Fangmaschine ausbilden. Du hast keinen Angelschein? Dein größter Fang war ein Guppi aus deinem Kinderaquarium? Du denkst, Jing ist ein neuer TikTok-Tanz? Perfekt, du bist mein Kandidat. In meiner neuen YouTube-Serie Coach Biggie nehme ich den absoluten Angellutscher unter meine Fittiche und forme ihn zum Big Fish-Jäger. Aber halt, bevor du dich freust, nicht jeder Anfänger kann hier mitmachen. Es gibt ein paar Regeln. Du hast keinen Angelschein oder ihn frisch gemacht. Du hast keine Probleme, einmal im Monat nach Holland zu fahren. Du bist flexibel und belastbar, denn Fischer haben keine Bürozeiten. Dann bewirb dich jetzt mit einem kurzen Video. Sag uns, wer du bist, warum du keine Ahnung hast vom Angeln und warum ich dich coachen sollte. Aber Vorsicht, ich bin ein harter Coach. Falls du denkst, dass Angeln aus Bier trinken und Sitzen besteht, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich will Einsatz sehen. Du wirst werfen, knoten, twitchen und jiggen, bis dir der Arm abfällt. Falls dies alles nicht auf dich zutrifft, kennst du vielleicht jemanden, der unbedingt von mir gecoacht werden sollte. Also schick uns deine Bewerbung oder friss weiter Fischstäbchen. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Aber das andere Feld, was wir hatten, fand ich interessanter, weißt du? Die Steinpackung, rechte Seite. Fahr mal rüber, kein Problem. Hier hätte ich noch mal ein paar Buhnen gemacht, wenn du willst. Ja. Und dann fahren wir die Packung noch mal ab. Welche weißt du? Steinpackung meintest denn du? Na, da wo wir angefangen haben heute. Ach, das erste Ding? Das erste Ding. Okay. Wo der Bremen denn war. Oder? Sah ein bisschen besser aus oder auch nicht anders eigentlich? Ja.
Vorsicht. Ja, Vorsicht, Adrian, Wellen. Uiuiui. Ja, super. Ja, super. Sorry, nasse Socken. Alles gut? Da hab ich richtig nasse Socken. Ja gut, es ist Sonntag, Alter. Und da geht's direkt weiter da hinten. Ja, das wird eine mühselige Sache, ich sag's dir. Far away from It's a perch, it's a perch. It's a small perch, dude. Yeah. But still, it's a perch. It's a perch. 35? Yeah, 35. His name is Ernst. Ernst. Yeah, and he really loves hanging out with Swedish dudes. So thanks for this, and I'll get you back, buddy. Oh, Zusammeln das. Da war er, der Barsch. Nein! Der wär's gewesen. Der hat mein Tail geklaut noch. Yes! Woohoo! He was not again on the best bite with my W10. It's completely inside. Complete inside. What a bite, man. Was boom! Love it. Yeah, I'm gonna take my gloves because they are so wild at the moment, and I need to fish for 2 more 3 days, and I cannot do that with the open hands. Is it this way? Yeah. Yes. It's not that big. Yeah, but you said 80 and look. 80 centimeters, just 80 centimeters. I love them. Even when they are 80 centimeters, they give a very good sport on crankbaits. And there he goes. Westin verkürzt den Abstand zum Spitzenduo. Dort allerdings hat Klaas nun ausnahmsweise eine kurze Erzählpause eingelegt. Nice take. Put it on anchor. Oh, it's good. No, this is... Do you have it with the... It's just over there. In the place to be, with the D-O-double-G. Ich habe schwer Hechtangst. Schwer Hechtangst. Nice Give me your hook first. Nice, buddy. This is a super nice take. Yeah, well, dude, look at the fish. It's hammer time. It's a nice fish, dude. He's a jumper, mate. I'll stand on the hand bar. Dude, this is a very healthy fish, dude. Yeah, super strong. Yeah. That's one for the pike knuckles. Check that. And this is why we use a good leader when we're fishing for perch and zander. McRumbler. The McRumbler. Leave it in there just for a minute so it recovers a bit. There you go. Yeah, 92.5, huh? Yeah, so it's 93. Okay? Right. Perfect. Right. Okay, bye-bye, darling. Fun time. Oof. It's a grand slam. Nice work, buddy. Love it. Super nice. Der kleine Zander von eben fliegt raus. Dieser stattliche Hecht rückt rein. Klaas und Roy angeln weiterhin. Ein sehr beachtliches Debüt. Und die Konkurrenz muss überraschend zeitig die Geheimwaffe zücken.
very important, guys. Very important. It's good for you, and you have to take it with you when you go fishing, because I caught so many personal best when I have a banana in the boat. So since then, I take it always with me. Always, Tom? Yeah. It's a little bit contradictory to what other people say about banana in the boat. So we'll see about today, but they need to be nice yellow, not green. I don't like green. I don't like green. And when you have a green banana in the boat, no chance. No. They need to be nice yellow and no black spots. I don't like that. Okay. I don't like that. So, and I only eat when we go from spot to spot, of course, because otherwise we lose time. Of course. But as you can hear, with the perfect banana on board, it's possible to catch fish. Fish, baas, kom op. Nimm von der Seite, nimm von der Seite. Welcher? Da. Ach, scheiße. Rapfen. Ganz wichtig für die Leute, die vielleicht Rapfen gerne angeln. Cypriniden niemals im Maul greifen, sondern dann immer unterstützen. Die reißen sonst ganz schnell aus dem Kiemenbereich. Da müsst ihr immer ganz vorsichtig mit umgehen. Privat angle ich sehr gerne Rapfen, aber im Turnier bringen die leider nichts. So, vielleicht kommt da noch irgendwo ein Barsch um die Ecke. 45er Barsch würde ich jetzt nehmen. Ich nehme auch einen 35er, ist okay. Da muss selbst die Ente lachen. Ja. Stell dir mal, du lachst so. Schwan, Alter. Ja, Fisch. Alter, das war ein Barsch, Junge. Oh, Junge. Das war ein Barsch. Warum hängt das Teil nicht? Die gemeine Teichmuschel. Guck mal, Frank. Wir haben Kastagnetten. Ja, sehr gut. Ich sammle alles ein, bloß keine Barsche gerade. Super. Ja, die sind alle da. Alle Bräsen. Alle Bräsen sind schon da. Ja, aber Kontakt. Wieder Barsche. Junge, können die einfach mal hängen bleiben oder was? Pike time. Let's go. Oh, fuck. Ah! Ah, come on. That was such a hard take. Ooh, it was like hitting it. Oh. Nice. That's revenge. Small pikey, but small pikey. Probably the bugger that hit mine, but wow. Yeah. I don't know if it's your fish because your hook set seemed to be a. It was a lot heavier, but let's see if there's another one. This is a small fish. Yeah, that's a small pikey. That's small, yeah. Oh, we need to measure every single fish. Yep, that's a beautiful fish though. 63. Yeah, 63. It's not a monster, but at least one extra fish on the board, which is always welcome. On a new concept spinnerbait, so that one definitely works. But I think your fish was bigger, so let's keep on casting and see if we can get mommy. Yep. So, jetzt kommt gleich die beste Strecke. Du bist so ein dreckiger Lügner. Team B1 knallt vorbei. Nicht ganz. Honda läuft doch da. Sieht gut aus. Ja. Liegt schön drin, die Kiste. Ja. Fish? I think so. Yeah, yes. Perch. Ein kleiner Hecht. Oh, it's a zander. I think so. Whoa! Very tiny bite. Oh no, it's a small zander.
There we go. He took it both sides, especially for our friends at both sides. Yeah, Pontus and Miller, that one was for you guys. Gar nicht schlecht jetzt mit der Fähre. Sieht uns der Frankie nicht, dass wir noch mal was gefangen haben. 60 centimeter. It's 46. 0,5. Komm, dann kriegen wir noch auf 63. 56. 56. Nice, strong river zander. Monster zander. The zander from Luke. But I'll take the zander anyway. Another one. Way to go, buddy. Awesome, dude. Awesome. Great work. Viel Hektik. Zack und Savage Gear ergänzen ihr Board um je einen kleinen Fisch. Smart, Zonka und Westin holen sich 2 etwas bessere Zander. Beim Titelverteidiger stottert das Getriebe derweil immer bedrohlicher. Ich entschuldige mich jetzt schon mal hier öffentlich bei dir. Danke. Nehme ich aber nicht an. Ist die Frage, ob wir jetzt einfach slippen, Mittelharnis fahren, Spuleinfahrt fahren, 2 Fische fangen und Arsch lecken. Ist das eine ernsthafte Sache? Ja. Junge, das ist eine Stunde Autofahrt, ne? Ja, wenn jetzt bis da hinten nichts kommt, müssen wir irgendwas anderes machen. Oder wir fischen wirklich Floss. Also ich glaube, dass es Zeitverschwendung ist, eine Stunde Auto zu fahren. Inklusive Boot packen und dem ganzen Quatsch, ne? Ja. Captain Morgan verlässt das Boot. What the fuck, Alter? Ja, das ist echt wild. Captain Goedemorgen. Captain Goedemorgen. Der holländische Rumbaron, Captain Goedemorgen. Oh Mann, ey. What the fuck? Fisch. Fisch. Sehr gut. Tobi! Komm, 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 komm. Dabei. Ist schöner? Man sagt, den bewegt sich nicht, ist ein Ast. Ja, das ist Nee, das ist schon Fisch, Alter. Ja, da ist er. Erster Wurf am neuen Spot. Sehr gut. So, so. hol dir die Skill. Ja, Wertungsfisch, jawohl. 57, nee, warte mal, mehr. 58, 5, 59. So, neuen Spot angefahren, erster Zander. Keine 60, aber kurz drunter. Und jetzt können wir befreit aufangeln, denn wir haben uns entschneidert. Frankie hat vorgelegt. Tobi ist Weiter nämlich, geht's. wir haben immer ein Internet-Battle, muss man auch so sagen. Die größten Konkurrenten sind hier auf dem Boot. So, ich lass mal frei den Kumpel. Hopp. Super. Tobi, sehr geil. Komm, endlich. Ja. Jetzt sieht's ab. Also überhaupt die Message, Angeln soll Spaß machen, Genau. soll jetzt kein Krampf sein. Klar, Tournament ist ein bisschen was anderes, aber nachher ist es auch Spaß. Wir leben das absolut, dieses Angeln, das Fischen, deshalb machen wir das ja auch. Und natürlich testen wir alles auf Wettkampfbasis. Das ist ja für uns das Wichtigste als Bootsbauer. Wenn man noch einen Fisch nebenbei fängt, dran. Genau. Das Material muss ermüdungsfrei arbeiten können. Die Technik muss funktionieren. Und ja. Kescher? Und dann nebenbei noch schöne Fische fängt. Kescher? Bitte? Ach nee, brauchen wir nicht. Hauptsache, das zieht. Ja. Den würde ich jetzt gerne direkt im Wasser abhaken, wenn für dich okay ist. Ja. Weil den zählen wir eh nicht. Oder soll ich kommen? Nicht, dass ich jetzt Ärger kriege von dir. Du darfst auch Handlandung machen, dass der läuft. Gut, ja, ich meine nur, weißt du, keine Aktion hier in einer aufgerichteten Minute. Oh. Tschüss, mein Kleiner. 11:10. Whoa, we're only fishing 3 hours. We still have 5. A little bit less, 4.5 to go. So. Yeah, but it's more than 500 cast. So Yeah. that's very good. Especially on this way of fishing. It's a very active way of fishing, and when I do this type of fishing, I usually have 20,000 steps on a boat day. Yeah, but of because- course, this is from all the reeling when you're crankbait fishing or chatterbait fishing in the shallows. So, but still, But you also move a lot. Like you this. also move a So- little, but not 20,000 steps. No, but it's not like sitting in a chair like vertical fishing No, because no. you're moving all the time. Yeah.
because of the waves. So it is a sport. Let's sell it like that. But if I say to my doctor I do 800 to 1000 casts in a day, then he says, really? Yeah. That's not healthy, man. Probably not, no. Yeah! Yeah, fish on. What is it? Pike. Pike, yep. Net. It's not a big one, but it's a small... A small upgrader? A small upgrader. From the small one? Yeah. And it's an acrobatic one. Yeah. This size I'd like to take with a glove also. A blade bite V2 can be deadly for pike, zander and perch. It's not a huge pike, but it's a small improve of our last one. I can't make it 60. It's 59. So a small pike, 59 centimeters. A little bit an improve of our last one. Let's release it. Bye bye, buddy. Don't tell your mama. Or tell her, because it's on television or on YouTube. Maybe she wants to be famous. We got a slight situation. We got a good spot with some really nice grass with the potential to hold some big fish, and we have spotted some big fish over there during pre-fishing. But the spot is already occupied, but not by fishermen. It's completely crowded with sailing boats, and not one or two. It's like 10 of these. They're just roaming around the shallows, and we're just gonna gamble on it to see if the big fish aren't spooked. But it doesn't look really promising. But it's just too good not to fish this area. But yeah, not what you hope for. But we'll see. We'll see how it goes. Irgendwie haben die Fische keinen Bock. Jetzt gerade Nachläufe gehabt. Also aus irgendeinem Grund sind die hier nicht gut drauf. Deswegen werden wir wahrscheinlich nach der Stelle hier was komplett anderes machen. Fische sind da, die haben einfach keine Lust zu beißen. Sascha hat das gleiche Gefühl gehabt. Der hat nämlich 2 Bisse auf dem Spinnerbait bekommen und beide irgendwie nur so ganz vorsichtige Anfasser. Trotzdem, dass wir unterschiedliche Köder versucht haben, was man in der Regel dann ganz gut machen kann, wenn sie auf eine Technik nicht so wirklich reagieren, einen anderen Köder zu nehmen. Ja, sieht so aus, als wären die Fische einfach so passiv, zumindest hier in dem Gewässer. Bei den anderen läuft es ja, man sieht es ja im Gruppenchat, dass wir hier was ändern müssen. Fischen jetzt noch das kurze Stück bis da vorne hin und dann fahren wir wahrscheinlich mal auf den Fluss, gucken, ob wir da dann im Fluss ein paar Fische kriegen. Big one. Exactly where I expect them. Very good. I'm coming. Big? No, but bigger. Bigger? An upgrader? You do it step by step. Yeah. Yeah, you like that, huh? Oh yeah. It's a 70 centimeter. Nice. Good. Oh. 70 centimeters. Yeah. On the dot. Good. Nice. Upgraded. Let's release him quickly. Now we have 70 and 80. Continue fishing. Bei Westin geht's munter weiter. Statt Lüg übernimmt jetzt aber mal wieder Ton die Nachbesprechung. So we launched the W8 rods in January, and this one is a new one. So it's a W8 finesse spin and blade with a trigger for a bait caster. This one is made especially for bait casting with chatterbaits, spinnerbaits, you name it. So if you want the perfect rod for fishing chatterbaits and spinnerbaits with a bait casting reel, definitely check out our W8 spin and blade. It's a very effective method to catch pike, perch and zander in summertime. Let's continue fishing. I think we're gonna move a bit because this is too much. Ja, hold tight. Ja. Ja, we gaan al we gaan weg. Ja, nee. Ben je wedstrijd aan het vissen, krijg je dit. Helaas. Vaar even voorlang snel, dan heb je ook geen last meer van ons. Also für den Fluss ist es hier trübe, oder Tobi? Das ist trüb. Ich fahr rum, ja? Ja. Fährst du rum, genau. Geht los.
Du twitcht? Du twitcht? Ich twitche. Soll ich auch twitchen oder chattern? Chattern. Chattern, kränken. Hier sind wir jetzt auf 5 Meter und da hinten waren wir auf 3. Und in dieser Bahn kommen immer wieder Fische. Aufmerksame YPC-Fans werden den Spot kennen. Adrian, warst du schon mal hier? Ja, auch. Genau. Wir hatten ihn irgendwann mal als Tipp bekommen, als ganz Geheimtipp. Und dann sahen wir im Training praktisch gefühlt die ganze Flotte von YPC-Anglern hier einmal anhalten und die Stelle austesten. It's a shoreline, but on a river, like on the bank, the shoreline, a lot of times, well, they might look a bit boring, but there's a lot of stuff happening here. So it's an inside corner of a river, and because of strong currents, you always get back eddies, and some areas stay more shallow and others are like deeper due to the erosion of a river. And when that happens, you get holes here and there, some blocks, and yeah, water starts to turn around. Basically a new spot, but that one was also a new spot for us and we had a good take there. So yeah, why not try? This is gonna be, well, we're gonna give it a few minutes and afterwards we are going to switch to a few proven spots just to, well, touch base, hopefully with some fish again. So yeah, let's give it a go, buddy. It's gonna happen in the city. Oh, fuck, it was a perch. Is it a good one? I don't know if it's going to top 39, but it was a perch. Yeah. Well, I have a bite from a perch, I think. Yeah. Again? Yes. Yeah. That's it. Fisch. Jawohl. Hecht. Da haben wir doch die Hechte voll. Und dann Abfahrt, Frank. Ja, lass ruhig noch ein kleines Stück mal. Oder, hast recht. Er hat den 20er Rippler, den 16er Rippler aber wieder mal voll drin. Lunke. Was hat er? Ja, 61,5, also 62. Petri Frank? Ja, Petri Dank. Auf einen 16 cm Butcher, also so kleine Hechte. Rippler. Rippler, genau. Ja. Auf einen Rippler und jetzt stehen wir mal schnell zurück hier. Dann packen wir mal alles ein. Also auch noch bis da vorne zum Holz, da haben wir noch mal ein Stück driften. Lass, wir brauchen keine Hechte mehr. Wir angeln übermorgen richtig Hecht. Große Hechte hoffentlich. Ja. Die müssen wir alle rauskicken. Wir gehen jetzt Zander angeln. Würde ich sagen. Es ist noch wichtig, dass wir jetzt noch 2 Zander fangen. Und dann steht auch der Plan für den zweiten Tag für uns. Und vielleicht haben wir noch Zeit für die Barge nachher. Oder wer weiß, am Zanderspot vielleicht laufen da auch noch Barge. Da kannst du auf jeden Fall auch Barsch fangen. Bleibt spannend. Alright, that's it for episode 1. We got what we came for. We got 1 good zander, 1 decent, good pike. Took us 20 minutes to achieve our goal for today. The rest of the morning was a bit slower and we missed a couple fish. But hopefully in episode 2 we can find 1 more good zander and a bonus pike. And then we're all set for Lake Day, which we're really looking forward to. We're gonna get the perch on Lake Day, but maybe we'll get a bonus perch in episode 2, but we'll see. Would be nice. See you in episode 2. Bye. So, erste Folge ist rum. Die erste Hälfte ist vorbei. Wir sind erstmal glücklich, dass wir die Wertungsfische drin haben. Ganz wichtig von Frankie gerade, die beiden Barsche sind schon für uns schon mal super. Das ist auch so heute Morgen. Ja. Klasse. Zander noch dazu, den graden wir 100% noch ab im Kraut, also so ist unser Plan. Ja, und jetzt. Tobi ist auf jeden Fall glücklich nach den beiden Zandern. Ist ja immer so, dass man sich entschneidert. Jetzt können wir taktisch planen. Deshalb unbedingt dranbleiben, würde ich sagen. Wir sind in Feier für die zweite Tageshälfte. Ja. Schaltet ein nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao. Viel mehr bleibt auch mir nicht zu sagen. Ungefähr 30 Wertungsfische haben wir gesehen, dazu anderer Arten von Aaland bis Rapfen.
Für Zeck, Weston, Savage Gear und Swart Zonker stehen jeweils schon mindestens 2 bessere Exemplare zu Buche. B1 hinkt noch etwas hinterher und Team Stroft läuft tatsächlich Gefahr, die Chancen auf eine Titelverteidigung an Tag 1 zu verspielen. Ob Sebastian und Sascha, Captain Rute Morgen und anderen Störenfrieden entgehen und das Ruder rumreißen können und ob Klaas noch andere Fischfabeln parat hat, erfahrt ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Wir freuen uns wie immer über Feedback oder ein Like. Schaut bei uns im Shop vorbei, fangt dicke Fische und jetzt also auch nochmal von mir. Ciao.